Schönen guten Morgen zusammen, schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Freut euch auf das Sonntagsgoodie heute Mittag 15 Uhr. Ihr kriegt die Legung, die ich jetzt mache für euer Sternzeichen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, dass ich Krebs und Fische nicht vermische. Aber jetzt gucken wir für unser Kollektiv, was haben wir für heute. Okay, es kann darum gehen, dass wir mit irgendwelchen Schatten konfrontiert werden. Es kann darum gehen, dass unsere Gefühle stark sind heute, die Intuition hoch. Es zeigt sich eine Situation, die geht mit sehr viel Emotion einher. Und zwar mit der, wo man das Gefühl hat, es ist schwierig, es ist anstrengend, die Gefühle sind nicht gut, ich sage jetzt mal, auszuhalten oder zu ertragen. Wir haben im Kopf, dass wir vielleicht vor einer Entscheidung stehen, dass wir einen schicksalshaften Weg verlassen, eine schicksalshafte Situation, dass wir gucken müssen, wo wir ein Kreuz ablegen, damit es uns besser geht. Man beschäftigt sich vielleicht auch mit Wahlmöglichkeiten oder überlegt sich, wie kann ich diese Situation verbessern, verändern? Wo habe ich noch Chancen? Wo gibt es eine Option, die ich wählen kann, aus dem Labyrinth auch rauszukommen? Ja, und auf der unterbewussten Ebene haben wir mit dem Brief das Thema Kommunikation. Hier kann auch sein, speziell jemand hat was gesagt und es hängt dir nach. Ein Gespräch hängt dir nach, ein Vorwurf hängt dir nach. Etwas, was deine Emotionen stark getriggert hat über die Sprache. Vielleicht hast auch du was gesagt, was andere verletzt hat. Vielleicht hast du etwas gehört, ein Schicksal von anderen, das jetzt so in dir mitschwingt, das dich beschäftigt, wo du dir überlegst, hätte es keinen anderen Weg gegeben. Dabei haben wir hier aus der Vergangenheit aber tatsächlich auch schon die Klärung, ne? Es scheint etwas zu sein, was schon mal sich erledigt hat oder du damit abschließen konntest, aber heute oder die Tage, wir sagen immer Tagesorakel oder Tagesbotschaft, aber das sind alles kleine Readings, ne? Das muss sich nicht heute abspielen, es kann auch nicht alle treffen, das wollte ich auch nochmal sagen. Okay, ich mache weiter. Also etwas, was angeblich schon geklärt war, was vielleicht auch eine gute Wende genommen hat, zeigt sich hier nochmal oder wird getriggert auch. Ja, und wir sind ein bisschen damit beschäftigt, Konflikt auszutragen. Ich komme doch wieder auf die Gedanken, es geht um Streitgespräche, Diskussionen, das Mitteilen von Emotionen. Die eigene Sicht ist so, dass man vielleicht neu beginnen will, dass man vom Gefühl her kann das sogar etwas sein, wo man dich klein gehalten hat, wo du das Gefühl hast, du kannst nicht deine eigene Größe leben, wo du das Gefühl hast, es verfolgt dich vielleicht auch schon aus den Kindertagen, irgendwie so dieses getriggert sein in die Richtung Kindertage. Vielleicht gibt es auch Konflikte mit deinen Kindern, mit dem inneren Kind. Eine Nachricht, die dir von dem Kind überbracht wurde oder ja, du hast irgendwie hier das Gefühl, du musst etwas Neues starten in dir, eine Emotion bereinigen und fühlst dich vielleicht auch noch ganz am Anfang des Weges. In dein Umfeld, da kommt auch so ein bisschen Unruhe und Stress her. Es kann auch sein, dass die anderen dich so gestresst wahrnehmen.
Hm. Ja, das ist jetzt total süß irgendwie, denn bei den Hoffnungen und Ängste haben wir die Arbeitskarte, ne? Es kann jetzt sein, es dreht sich um das Thema Arbeit. Es kann sein, es dreht sich um dein Fundament. Es kann sein, es dreht sich darum, dass du auch denkst, du müsstest sehr viel arbeiten an dir, ne? Was klein ist und wachsen will, braucht Pflege, braucht Zeit. Da gibt es viel zu tun. Und andererseits hoffst du aber auch irgendwie mal deine ausgleichende äh, Gerechtigkeit zu kriegen oder ein Fundament zu haben, das dir Stabilität liefert. Und auf die längere Zukunft, da liegen wir selber. Da liegt die Veränderung durch unsere Person. Da wir hier sehr viele Spiritualitätskarten mit dabei haben, denke ich sogar, dass es hier möglich ist, dass du eine große Erkenntnis gekriegt hast und vielleicht dich auch damit beschäftigt hast, wie die Zusammenhänge sind, wie etwas entstanden ist und warum. Und dass da so auch dieses gewisse, ich lege hier ein Kreuz ab, kommt. Ich kann einen Zyklus verlassen, den ich vielleicht schon als Kind mitgetragen habe. Und unten am Deck haben wir noch die Veränderung. Es kann ja auch sein, dass ihr Schnitte macht, dass ihr Situationen beschneidet, dass ihr was weglässt, dass das zur Veränderung eures Weges dazugehört. Sich konsequent von etwas zu trennen oder einen Konflikt zu lösen, indem man eben wirklich sagt, okay, ich gehe komplett meinen eigenen Weg, weil wir halt oben liegen. Ne? Auf der längeren Zukunft liegen wir selber, wir haben es in der Hand, wir kriegen hier das, was wir denken, die Chancen, die sich uns bieten, über die Erkenntnis also die Erkenntnis kann wehtun, sage ich mal, aber die bringt dich hier weiter. Und wir haben hier den Feuergeist. Hier geht es um die Energie. Und unterm Deck haben wir noch den Hüter des Frühlings. Etwas erwacht, etwas blüht auf, etwas hat viel Macht. Ne? Die Feuerenergie ist mächtig. Die Karte sagt auch, dass wir handeln, dass wir uns nicht zurückhalten sollen. Das, was sich hier in der Mitte zeigt, kann natürlich durchaus eine Situation sein, da hat man lange geschwiegen und jetzt ploppt es hoch. Und lass dir auch nicht Energie rauben von anderen oder von Themen, die für dich eigentlich schon geklärt waren. Fühl dich nicht beschränkt oder eingeengt oder begrenzt, sondern sei dir sicher, dass du Tatkraft hast und dass du mit Leidenschaft deinen Weg auch weitergehen kannst. Es kann hier ein bisschen anstrengend werden, also auch von der Kraft, die du hast. Ne? Vielleicht vermeidet man auch Wege zu gehen, weil man vermutet, es ist mit viel Arbeit verbunden. Das trifft es wahrscheinlich am besten. Und deine Seele gibt dir auch die Kraft, wenn du sie brauchst, diesen Weg zu gehen oder diese Entscheidung zu treffen, um die es eben geht. Die Karte Hüter des Frühlings mit dem Erwachen bestätigt im Prinzip diese Karte und es bestätigt auch die Legung, denn wenn am Ende wir als Lösung da liegen, dann dürfen wir ins Handeln kommen, ja. Es ist keine Zeit, um stehen zu bleiben, sondern aktiv zu werden, Schritte zu unternehmen, zur Tat zu schreiten. Vielleicht kann alles noch so ein bisschen chaotisch sein, aber es wird auch wieder geklärt werden. Das ist so eine Situation, da bist du im Prinzip schon mal durchgegangen, so ähnlich. Und jetzt flammt es wieder hoch und du kannst noch mal gucken, in welchen Impuls du auch nutzen möchtest, ne? Für die Zukunft. Entscheidungen auch nicht vor dir herzuschieben oder zu vermeiden, sondern einfach zu tun. Beim Frühling ist es ja auch so,
dass man das Alte verabschiedet, dass das Neue aufblüht, ein Neuanfang bevorsteht und wieder Wachstum und Jugendlichkeit in die Situation kommen kann. Ja, Kind, Wachstum und Jugendlichkeit, ne? Neubeginn. Eine sehr schöne Legung, finde ich. Wie gesagt, heute Mittag, 15 Uhr. Ich glaube, die Sternzeichen kommen ganz gut an, dass ich einfach dabei bleibe. Vielleicht habt ihr auch mal Wünsche, die könnt ihr mir gerne unter das Video schreiben. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, fröhliches Schwitzen. Bis bald.